Hallo zusammen! Heute in meinem Video zeige ich, wie man einfachste Tannenzapfer häkelt. So sieht das aus. Ich habe 3 verschiedene Tannenzapfen. Die 2 mit Jan Artschins gehäkelt und die ist mit Amigurumi von Firma Kraubeck gehäkelt. Unterschied bei denen, ich habe verschiedene Häkelnadeln benutzt. Diese war mit 3 und 3,5 gehäkelt und die war mit 2 und 2,5 gehäkelt. Sehen Sie direkt Unterschied. Außerdem braucht man eine Wollnadel und ein bisschen Füllstoff. Häkelnadel 3,5, Amigurumi-Ring, 6 feste Maschen im Ring. Ziehen Sie an diese Ende, Kreis schließt sich. In der Reihe Nummer 2 wird jede Masche verdoppelt. Am Ende soll 12 feste Masche sein. Wir häkeln in Spiralrunden, deswegen benutzen Sie einen Maschenmarkierer oder einen Faden, um die erste Masche zu markieren. Und wir häkeln nur in hinteren Faden, hier, also 2 Maschen. In jeder Masche wird 2 Maschen gehäkelt. Und erste markiere ich direkt mit einem Faden. Also unter ein Faden. Reihe Nummer 3. 2 feste Maschen und dann Zunahme. 2 Stück in einer Stelle. Am Ende von dieser Reihe wird 16 feste Maschen sein. Bei der ersten markierte Masche, das Nummer 1, dann Nummer 2 und jetzt kommt Zunahme. 2 Stück in einer Stelle. Bis zu Ende von dieser Reihe 2 einzelne Zunahme. Und vergessen Sie nicht, diese erste Masche, Faden durchziehen oder Markierer weiterlassen. Also 2 einzelne Zunahme. Reihe Nummer 4, 3 einzelne Maschen, dann Zunahme. Am Ende können Sie überprüfen, es sind dann 20 Maschen. Also diese Faden lege ich schon zurück. Reihe Nummer 5, einfach 20 feste Maschen ohne Zunahme. So, diese Faden nach vorne jetzt. Unter einen Faden 20 Maschen. Reihe Nummer 6, 3 einzelne Maschen, dann Abnahme. Am Ende bleibt 16 feste Maschen. Abnahme, man häkelt 2 Maschen zusammen. Ich häkle das so, also ein bisschen rausziehen, erste Masche, dann zweite. Und ich gehe als erste in die zweite Masche, dann komme ich zurück in die erste Masche. So, praktisch in die Mitte von diesen 2 Maschen, dann rausziehen und abhäkeln. Das ist eine Abnahme. Klar kann man auch hier gehen, dann in die zweite, aber es ist ein bisschen komplizierter dann. Am besten von zweite, dann in die erste. Dann klappt das besser. So, 3 einzelne, dann die nächste Abnahme.
und kontrollieren Sie, am Ende soll 16 Masche bleiben. Die nächsten zwei Reihen, Nummer 7 und Nummer 8, häkelt man einfach mit 16 feste Maschen ohne weitere Abnahmen. Reihe Nummer 9, 2 feste Masche, Abnahme, 2 feste Masche, Abnahme. Am Ende bleibt 12 Maschen. Füllen Sie mit Füllstoff auf. Der Reihe Nummer 10 wird 6 Abnahmen stattfinden, also direkt die 2 zusammen, die 2 zusammen. Am Ende bleibt nur 6 Maschen hier. Also ziehen Sie erstmal alle Faden so hoch, dann ist das viel leichter. Reihe Nummer 11. Ziehen Sie Markierungsfaden raus. In dieser Reihe macht man noch 2 Abnahmen, bis am Ende 4 Maschen bleiben. Also ich habe schon hier abgenommen. 1, 2, 3, 4 Maschen geblieben. So, jetzt häkeln wir diese 4 Maschen, und zwar unter die 2 Faden eine Kettmasche, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen an die gleiche Stelle, eine Luftmasche und Kettmasche wieder zurück unten verbinden. Dann die nächste unter die 2 Faden, genau dasselbe, Kettmasche, Luftmasche, halbes Stäbchen, Luftmasche und Kettmasche verbinden. Wiederholen Sie diese Schritte noch mit diesen 2 Maschen. So sieht das aus. Weiter häkeln wir so rum. Drehen Sie rum und schauen Sie, wo ist der erste Faden, welcher so nach oben dann geht. Also sehen Sie, dann geht das so in Spiralrunde nach oben. Da ist sie hier. Unter diese ein Faden, ein Kettmasche. Jetzt wird immer dasselbe gehäkelt. Also eine Kettmasche, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, alles in die gleiche Stelle, 2 Luftmaschen und eine Kettmasche wieder hier verbinden. Dann überspringen Sie einen Faden hier und gehen Sie bei der nächsten. Genau dasselbe. Eine Kettmasche, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und wieder Kettmasche verbinden hier. Also es wird nichts anderes passieren. Wiederholen Sie das immer. Nur kann man eine Masche hier überspringen oder 2 oder in die nächste direkt häkeln. Das können Sie selber weiter entscheiden. So, schauen Sie, ich meine diese Stellen. Also das Anfang, das ist die erste Reihe. Und dann, dass die nicht direkt übereinander stehen, sondern ein bisschen versetzt werden. Dann sieht es auch schöner aus, finde ich. Also variieren Sie, ob eine überspringen oder ob 2. Ich denke, wenn man in jede häkelt, es wird ganz dicht sein. Es
wird nicht so schön sein. Also schauen Sie selber. Also erste Reihe werde ich nur eine überspringen. Bei der zweiten Reihe schaue ich schon. Also hier ist verbunden, dann gehe ich eine freilassen, dann gehe ich hier rein, eine Kettmasche, 2 Luftmasche, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine Kettmasche. So häkelt man in Spirale nach oben, bis man an die letzte Masche hier ankommt. So sieht das fertig aus. Hier bei der allerletzten Masche Garn rausziehen, in eine Wollnadel stecken und ich werde jetzt hier bis zur Mitte durchziehen. So. Wer braucht einen Faden zum Aufhängen, kann man auch so hier zusammenziehen, einen Knoten bilden und dann bleibt das auch hier fest. Dann ziehen Sie das raus so und es hängt dann. Und das war's, mein Tannenzapfen ist fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie mir einen Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!